Was genau ist eine Holzleimplatte? Wofür wird sie verwendet und welche Regeln gelten beim Kleben? Schauen wir es uns gemeinsam an. Hallo, ich bin Honza von IGM und in diesem Video zeigen wir die Vorbereitung und das Kleben der Holzleimplatte in der Praxis und sprechen über wichtige Aspekte der Produktion. Das erste, worüber wir sprechen sollten, ist, was ist eigentlich eine Holzleimplatte? Die Holzleimplatte ist eine Strukturplatte, die durch Verkleben schmalerer, in der Breite verleimter Zuschnitte aus Nadel- oder Laubholz entsteht. Die bekannteste und am häufigsten verwendete Verbindung für Holzleimplatten ist seit jeher die Stoßfuge, bei der zwei Flächen an den nur gehobelten Flächen miteinander verklebt werden. Mit dem Aufkommen der Technik kommen jedoch immer häufiger alle Arten von Profilen zum Einsatz, die dazu dienen, die Kontaktfläche beim Kleben zu vergrößern und somit eine höhere Festigkeit der Klebeverbindung zu gewährleisten. Für die Herstellung der Holzleimplatte ist es notwendig, etwas über die Grundregeln zu sagen. Verleimt aus Brettern, Latten oder Quadraten, immer Kern auf Kern und Splintholz auf Splintholz. Der mittlere Teil wird niemals verwendet. Es muss aus dem gleichen Holz mit der gleichen Dichte bestehen. Gleicht die Spannung im Holz aus, indem ihr den Verlauf der Baumringe nach oben und unten abwechselt und dabei die Regel Kern-Kern, Splintholz-Splintholz beibehaltet. Aber nun kommen wir zur Sache. Da wir in der Tischfräse ohne Vorschub fräsen, verwenden wir einen Universalfräskopf mit der Bezeichnung MAN. Das heißt für die manuelle Materialzuführung. Auch dieser Fräskopf erfordert den Einsatz von Abweisern. Sie haben die gleiche Form wie Profilmesser, sind aber etwas kürzer und haben keine geschärfte Kante. Wählt dann das passende Messer für die gegebene Frässtärke aus. In unserem Fall verwenden wir bei der Herstellung von 44 mm dicken Fräsungen das Profil F026-524. Bei einer anderen Materialstärke ist es jedoch möglich, die Oberfläche der Klebefuge zum Beispiel mit dem Profil 074, 75, 76, 77, 552 oder auch Profil 117 zu fräsen. Für die Herstellung der Verbindung verwenden wir gehobelte Fichtenstämme mit einer Länge von 100 cm und einer Dicke von 44 mm. Die Breite der Bretter kann unterschiedlich sein. Um die Messer und Abweiser richtig in den Fräskopf einzusetzen, platziert den Fräskopf so auf dem Tisch, dass sich das IGM-Logo auf der Oberseite befindet. Wir platzieren das Profilmesser so im Kopf, dass die Klingen gegen den Uhrzeigersinn zeigen. Die Messer haben zwei kleine kreisförmige Löcher, die wir auf die Stifte im Fräskopf stecken müssen. Dann setzen wir den Abweiser auf, der wieder auf die Löcher für die Stifte aufgesetzt wird. Die Abweiser werden so in den Fräskopf eingesetzt, dass die Spitze des Abweisers gegen die Spitze des Profilmessers zeigt. Abweiser zeigen im Uhrzeigersinn. Sobald die Messer und Abweiser im Fräskopf eingesetzt sind, haltet diese mit einer Hand fest und steckt mit der anderen Hand den Spannkeil dazwischen, sodass die Köpfe der Spannschrauben im Keil nach außen zeigen. Richtet den Keil seitlich am Fräskopfkörper aus und zieht beide Schrauben mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel fest. Zieht die Schrauben so fest, dass sich der Keil überhaupt nicht bewegt und die Klingen fest sitzen. Jetzt haben wir den Fräskopf betriebsbereit und können ihn in die Maschine einsetzen. Platziert den Fräser wieder mit dem IGM-Logo nach oben auf der Schaftfräserwelle. Den restlichen Schaft füllen wir mit Distanzstücken auf und schrauben den Fräskopf mit der Klemmschraube fest auf den Schäften. Wir haben das Werkzeug in die Maschine eingebaut und nun gilt es, das Längslineal anzupassen. Dreht den Fräskopf nach oben, das heißt bis zu dem Punkt, an dem das Messer des Fräskopfes am weitesten vom Lineal entfernt ist. Mithilfe eines Alulineals richten wir das Längslineal exakt auf die größte Tiefe des Profils an unserem Messer aus. Dadurch fräsen wir nur das notwendige Material für die Fuge weg und verengen die Frästiefe nicht unnötig durch weiteren Materialabtrag. Das so ausgerichtete Lineal ziehen wir fest an. Wir haben den Fräskopf nach dem Längslineal eingestellt und jetzt passen wir die Höhe des Fräskopfes an.
Dazu müssen wir zunächst die genaue Dicke der Frästiefe messen, die wir fräsen werden. In unserem Fall haben wir 44 mm gemessen. Jetzt können wir seine genaue Mitte auf dem Profilmesser finden. Wenn das Messer eine Höhe von 50 mm hat, ist es 25 mm von der Messerkante entfernt. Die halbe Dicke unserer Bretter beträgt 22 mm und die halbe Dicke des Messers beträgt 25 mm. Der Unterschied beträgt also 3 mm. Das bedeutet, dass wir den Fräskopf unter das Tischniveau absenken müssen, sodass die Unterkante des Messers 3 mm unter dem Tischniveau liegt. Die Oberkante des Fräsmessers liegt also 47 mm über dem Tisch. Das können wir mit einem Lineal überprüfen oder mit Hilfe eines Stücks, auf das wir das errechnete Maß von 47 mm übertragen. Jetzt haben wir das Lineal und die Höhe des Fräskopfes eingestellt und können mit der Arbeit beginnen. Zunächst erstellen wir jedoch ein Testmuster, um die Richtigkeit der Einstellungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Profile in den Mustern zueinander passen. Wenn alles in Ordnung ist, können wir mit der Arbeit beginnen. Ideal ist es, wenn man die Bretter zunächst so zusammenlegt, wie man sie verleimen will, und sie anzeichnet. Damit die benachbarten Bretter in die Nut des anderen passen und nicht Zahn auf Zahn, ist es notwendig, beim Fräsen jede zweite Fräsung um 180 Grad zu drehen. Am besten markiert ihr vor dem Fräsen alle Bretter auf den Vorderseiten der Bretter, zum Beispiel mit Pfeilen. Ihr könnt die Fräsung auch entsprechend der Reihenfolge nummerieren, in der sie hintereinander platziert werden sollen. Der Pfeil befindet sich immer nur auf der Vorderseite der Platte und zeigt die Ausrichtung zum Tisch der Fräsmaschine an. Beim Fräsen befindet sich auf der Seite des Fräsers immer ein Pfeil, der nach oben zeigen muss. Befindet sich an der Kante kein Pfeil, dann ist diese Kante marginal und wird nicht gefräst. Schritt für Schritt fräsen wir alle Fräsungen entsprechend der gezeichneten Markierungen und legen die Bretter entsprechend der Zahlen hintereinander, um zu testen, ob alle Fräsungen perfekt zusammenpassen. Anschließend müsst ihr noch die gefräste Kante mit Holzleim bestreichen. Der Titebond Silikonpinsel hilft uns dabei, den Kleber perfekt auch in den gefrästen Rillen zu verteilen. Titebond Ultimate mit Wasserbeständigkeit D4 ist ideal zum Verkleben der Verbindung, was maximale Festigkeit und Haltbarkeit der Verbindung gewährleistet. Fräsungen mit Kleber müssen mindestens 30 Minuten lang mit Schraubzwingen fixiert werden. Die vollständige Aushärtung der Fuge dauert 24 Stunden. Ideal hierfür sind die massiven IGM-Korpuszwingen, die eine Spannkraft von bis zu 800 Kilogramm entwickeln können und über Backenabdeckungen aus Kunststoff verfügen, die ein Einbeulen der Fräsungen beim Spannen verhindern. Nach 30 Minuten können die Schraubzwingen gelöst werden, den überlaufenden Kleber abkratzen und die Fuge in einer dicken Hobelmaschine aushobeln. Wir haben die Verbindung fertiggestellt und können daraus beispielsweise eine Sitzbank, eine Tischplatte oder einen Türfüller herstellen, den wir das nächste Mal gemeinsam herstellen werden. Oder alles andere, was Ihnen zu Hause Freude bereitet. Ich hoffe, wir haben uns alles gesagt, was ihr zum Thema Holzleimplatte wissen wolltet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und bis zum nächsten Mal beim nächsten Video. Tschüss!